Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Es war ein warmer Sommermorgen, als ich aufwachte. Die Sonne schien durch das Fenster meines Zimmers. Ich war aufgeregt, denn heute würde ich den ganzen Tag auf dem Bauernhof meiner Großeltern verbringen. Ich sprang aus dem Bett, zog meine Kleidung an und lief nach unten. In der Küche duftete es nach frischem Brot und Kaffee. Meine Großmutter stand am Herd und bereitete das Frühstück vor. Ich setzte mich an den Tisch und trank ein Glas frisch gepressten Orangensaft. Kurz darauf kam mein Großvater herein. Er trug seine Arbeitskleidung und sah aus, als hätte er schon einiges erledigt. Nach dem Frühstück gingen wir nach draußen. Der Bauernhof meiner Großeltern war groß und hatte viele Tiere. Es gab Kühe, Schweine, Hühner, Schafe und sogar ein paar Pferde. Als erstes gingen wir zu den Kühen. Mein Großvater zeigte mir, wie man sie melkt. Es war schwieriger, als ich gedacht hatte, aber nach ein paar Versuchen bekam ich den Dreh raus. Danach fütterten wir die Hühner und sammelten die Eier ein. Meine Großmutter hatte mir einen Korb gegeben, und ich war überrascht, wie viele Eier wir fanden. Als nächstes gingen wir zu den Schweinen. Mein Großvater erklärte mir, dass Schweine sehr intelligente Tiere sind. Wir fütterten die Schweine und ich konnte sehen, wie sie sich freuten. Später half ich meiner Großmutter im Gemüsegarten. Wir pflückten frische Tomaten, Gurken und Karotten. Sie erzählte mir, wie wichtig es ist, Gemüse selbst anzubauen. Man weiß genau, was man isst, und es schmeckt viel besser. Nach der Arbeit im Garten machten wir eine Pause. Meine Großmutter brachte uns ein großes Glas Limonade und selbstgebackene Kekse. Am Nachmittag war es Zeit, die Schafe auf die Weide zu bringen. Mein Großvater und ich öffneten das Tor und ließen die Schafe hinaus. Ich lief mit ihnen über das Feld. Die Schafe waren friedlich und es war schön, ihnen zuzusehen, wie sie das frische Gras fraßen. Dann zeigte mir mein Großvater, wie man die Pferde pflegt. Wir bürsteten ihr Fell und gaben ihnen frisches Wasser. Der Höhepunkt des Tages war ein Ausritt mit den Pferden. Mein Großvater und ich ritten langsam über die Felder und durch den Wald. Es war so ruhig und friedlich. Als wir zurückkamen, war es fast Zeit fürs Abendessen. Meine Großmutter hatte ein köstliches Essen vorbereitet. Alles schmeckte so gut, und ich aß mehr, als ich sollte. Nach dem Abendessen setzten wir uns noch auf die Veranda. Mein Großvater erzählte mir Geschichten aus seiner Jugend und von all den Abenteuern, die er auf dem Bauernhof erlebt hatte. Als es dunkel wurde, gingen wir hinein. Meine Großmutter hatte mir ein Bett im Gästezimmer gemacht.
Der Tag war voller neuer Erlebnisse gewesen und ich hatte so viel gelernt. Was war das Erste, das ich nach dem Aufwachen tat? Ich zog meine Kleidung an. Wo duftete es nach frischem Brot und Kaffee? In der Küche. Was machte ich, nachdem ich aufgestanden war? Ich ging nach unten. Was zeigte mir mein Großvater als erstes? Wie man die Kühe melkt. Womit war ich überrascht? Wie viele Eier wir fanden. Was machten wir im Gemüsegarten? Wir pflückten frisches Gemüse. Was machten wir am Nachmittag? Wir brachten die Schafe auf die Weide. Was war der Höhepunkt des Tages? Der Ausritt mit den Pferden. Was machte meine Großmutter, als es dunkel wurde? Sie machte mir ein Bett im Gästezimmer. Das Fenster. Das Fenster im Wohnzimmer ist sehr groß. Der Bauernhof. Der Bauernhof meiner Großeltern hat viele Tiere. Der Orangensaft. Frischer Orangensaft schmeckt am besten. Die Kuh. Die Kuh gibt frische Milch. Das Huhn. Das Huhn legt jeden Tag ein Ei. Das Schwein. Das Schwein ist sehr intelligent. Die Tomate. Die Tomate ist rot und saftig. Die Gurke. Die Gurke ist grün und knackig. Die Karotte. Die Karotte ist orange und süß. Der Keks. Meine Großmutter backt die besten Kekse. Die Weide. Die Schafe grasen auf der grünen Weide. Das Feld. Das Feld ist voller reifer Weizen. Das Fell. Das Fell des Hundes ist weich und flauschig. Die Veranda. Wir sitzen gerne auf der Veranda und genießen den Sonnenuntergang. Das Gästezimmer. Das Gästezimmer ist gemütlich und hell. Trinken. Ich trinke gerne Tee zum Frühstück. Tragen. Ich trage gerne bequeme Kleidung. Groß. Das Haus ist sehr groß.
Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.